Also ich sage sehr oft, wenn ich kein Gehör hätte als Zuhörer, als Seitenentwickler, ich müsste nur auf den Gesichtsausdruck der Musikerinnen schauen und ich wüsste, ob das Produkt passt oder nicht. Das sieht man sofort am Gesichtsausdruck. Und ich komme aus einer Standardindustrie, Drahtherstellung, und hatte auch Drähte gemacht für Großmaschinen, also Motoren. Ich hatte mir gedacht, so ein Produkt ist sehr einfach. Eine Musikseite ist ein Schnürl, das kann man überall kaufen. Nach relativ kurzer Zeit hat man gemerkt, es steckt sehr viel Technologie drin. Zum einen einmal die Präzision des Produkts, der Anspruch an den Werkstoff selbst, mit der so ein Produkt gefertigt ist, und vor allem, wie kann man ein sich schwingendes Kombiteilchen zu so einem Klang bewegen. Wenn man eine Musikseite entwickelt, hat man zuerst eine Idee. Das heißt, was gibt es noch nicht am Markt, was will man verbessern? Man überlegt sich einmal, was soll der Klang werden? Wie soll der Klang das Instrument beeinflussen und wie will man das Handling ändern? Wenn man diese Idee zusammenfasst, überlegt man sich als nächsten Schritt, als Seitenentwicklung, mit welchen Werkstoffen kann man das realisieren? Das ist einmal der Kernwerkstoff, es ist das Stahl, Stahlseil oder Kunststoff, und dann geht es um die Vielzahl der Umwicklungsmaterialien. Das heißt, es gibt einen Kern und dann werden Materialien auf die Seite aufgewickelt. Da geht es zum einen um Runddrähte und um Flachdrähte. Wir verwenden an Metallen und Kunststoffen, Legierungen und Zusammensetzung etwa 28 unterschiedliche Werkstoffe. Eine Musikseite besteht tatsächlich einmal rein als Teil aus einigen Materialien, die sich zusammensetzen. Die Zusammensetzung erfolgt über Technologie und Mensch, der das produziert. Und das wird angewendet mit einigen Sinneswahrnehmungen, das ist das Spüren der Musikseite und vor allem im Gefühl in der linken und rechten Hand. Ja. Das ist, mehrere Sinne spielen da zusammen. Um Musikseiten fertigen zu können mit unserer Technologie, muss man im Wesentlichen zwei Dinge können. Eine extreme Fingerfertigkeit, sehr viel Geduld und auch menschliche Kommunikationsfähigkeit, weil die Maschinen so nahe beisammen stehen und weil die Kommunikation auf engstem Raum funktioniert. Also das heißt, man muss sehr teamfähig sein. Die Balance zwischen Mensch und Maschine bei der Erzeugung von Musikseiten, vor allem bei Thomastik Infeld, ist etwa gleich zu bewerten. Man braucht einen top ausgebildeten Menschen, der eine Musikseite fertigen kann. Also wir bilden Leute üblicherweise ein halbes Jahr aus, bevor sie unsere Top-Produkte fertigen können. Der andere Teil ist, man braucht Hochpräzisionsmaschinen, und wir haben ein sehr großes Team von Ingenieuren, die solche Maschinen entwickeln und auch weiterentwickeln und die immer in der Instandhaltung schauen, dass die Maschinen auf höchstem Niveau funktionieren. Und die Zusammenarbeit zwischen Mensch und Maschine muss von beiden Seiten perfekt funktionieren, sonst ist das Produkt für uns Schrott. Das scheiden wir wirklich aus. Der Faktor Mensch kommt vor allem hervor bei der Qualitätssicherung. Da gibt es keine einzige Maschine, die Qualitätssicherung derart betreiben kann wie der Mensch, mit unglaublich viel Erfahrung und auch Verständnis für die Notwendigkeit des Produkts. Bei der Herstellung von Musikseiten wird immer mehr Hochpräzisionstechnologie eingesetzt und wir gehen sehr viel auch in die Halbautomatisierung und in Zukunft in die Vollautomatisierung. Allerdings bei der Qualitätssicherung wird der Mensch immer eine herausragende Rolle spielen. Wir kontrollieren ja jede einzelne Musikseite per Hand, optisch und haptisch, und messen jede Musikseite. Wir können alle Vormaterialien messen, wir können sie bestimmen, wir können Präzisionen bestimmen, wir können die Maschine hochpräzise bauen. Und das Zusammenbringen von sehr vielen messbaren Sachen und den nicht messbaren Sachen ist die Erfahrung von Thomastik Infeld. Das heißt, wir setzen die messbaren Dinge zu einem Produkt zusammen, das subjektiv von unseren Kunden als bestes Produkt der Welt empfunden wird. Der Standort Wien ist für Musikseitenproduktion wie auch für Instrumentenproduktion ein ganz spezieller. Also die deutsche Sprache, so wie wir sie pflegen in Österreich, hat eine bestimmte Klangfarbe im Ausdruck. Somit haben wir eine bestimmte Klangvorstellung. Das ist sehr gemischt zwischen Nordeuropa und Südeuropa zum einen. Zum anderen haben wir hier in Wien als eine der größten Musikstädte ständig
Besuch von den größten Solisten oder Solistinnen und größten Orchestern und haben die Möglichkeit, zu den Leuten auch viel Kontakt aufzunehmen. Mit ist Wien, ich meine, der optimalste Standort für Saitenproduktion weltweit. Also wir laden, wenn wir ein Produkt entwickeln, etwa 3 bis 5 Mal pro Woche Musiker ein, um die Produkte zu testen. Die Zusammenarbeit mit Musikern in der Produktentwicklung wie auch in der Qualitätssicherung ist für Thomastic absolut wichtig. Ich meine, es ist der wichtigste Punkt überhaupt. Wir hatten früher probiert, viele Dinge mit Großcomputern zu berechnen, hat einige Erfahrungen gehabt, aber Klang und subjektive Qualität, und da geht es um subjektive Klangqualität, kann nur der Mensch beurteilen, es kann kein System beurteilen. Darum ist Wien und die Zusammenarbeit mit den Musikern in Wien und die nach Wien kommen, ich glaube, der wesentlichste Faktor für den Erfolg des Unternehmens. Wenn man schaut, wie sich Instrumente verändert haben, wie sich Bögen verändert haben in den letzten Jahrzehnten, sieht man, dass die Musikseite das am höchsten innovative Produkt ist. Über diese Erkenntnis, über die Forschung am Klang, am Handling und am Projekt Musikseite mussten wir feststellen, dass die Musikseitenbranche die meiste Erfahrung über Physik, Chemie und Mathematik hat. Das ist ein Werkzeug, Musikseite ist einer der Werkzeuge, Instrument, Musikseite, Bogen und Kolophonium. Und wenn man das Werkzeug versteht, kann man als Musiker das Beste aus seinem Instrument herausholen. Das heißt, der Auftrag zur Ausbildung der Geigenbauer und der Musikerinnen liegt derzeit bei Thomastic Infeld. Also ich meine, dass Thomastic Infeld bei der Herstellung und bei der Entwicklung der Produkte in der ganzen Branche den meisten Mut hatte. Wir sind immer mit sehr viel Mut und auch dem Bewusstsein zum Scheitern vorangegangen und haben uns getraut, etwas zu tun. Und der Mut, etwas voranzubringen, ist in dieser Branche der Musikinstrumente, der Streichinstrumente, der Musiksaiten und der Bögen das Wichtigste für die Innovation. Man traut sich etwas zu tun, auch wenn man weiß, man kann damit scheitern. Das Schöne ist, dass man von all den Musikseiten, die man im Katalog findet, die Produkte untereinander mischen kann. Das heißt, man kann sich individuell einen Seitensatz aus unserem Portfolio zusammenstellen, der quasi fast alle Anforderungen von Musikerinnen erfüllt. Wir sind unterscheidbar zu allen anderen Mitbewerbsprodukten aufgrund der Erkennung unserer Klangfarben. Das heißt, der Ehrlichkeit des Produkts und der Möglichkeit, Klangfarben derart zu generieren, dass man alle Möglichkeiten des Instruments ausschöpfen kann. Das heißt, der Charakter des Einzelinstruments kommt sehr stark noch hervor. Das heißt, ein gutes Instrument klingt gut und ein schlechtes klingt auch schlecht. Das ist eine der Stärken von Thomastic Infeld. Man kann das bewerten, wie man mag, aber ein schlechtes Instrument soll schlecht hörbar sein, damit man auch damit arbeiten kann, das zu verbessern. Wenn man das uniform macht, ist das ganz schlimm. Und ich meine auch für die Zukunft von Musik, die Uniformität ist das Ende für die Zukunft der Musik. Also wir sind da absolut dagegen, Produkte zu entwickeln, die alle Instrumente ähnlich oder gleich klingen lassen. Wenn ich in einem Konzert sitze und alles geht klinisch rein ab, dann habe ich keinen Spaß an der Musik. Und Musik muss man erleben, und erleben ist auch an die Grenze des Möglichen zu gehen. Für den Hersteller des Instruments, für den Hersteller der Saite und auch für den Musiker. Wenn man nicht genug Innovation hat, nicht genug Mut, etwas auszureizen, kommt man nie in ein Erfolgserlebnis, nämlich beim Zuhören. Thomastic Infeld macht für mich persönlich aus, dass ich eine Idee, die ich habe, bis zum fertigen Produkt realisieren kann und darf. Das heißt, ich habe als Entwickler, als Techniker die Möglichkeit, eine Idee zu generieren und das bis zu einem Fertigprodukt komplett durchzudesignen und mit unseren Leuten zu fertigen und auf den Markt zu bringen. Es gibt sehr wenige Unternehmen, die einer innovativen Idee die Chance zum fertigen Produkt geben. Das kann Thomastic Infeld.